Und zwar soll es heute darüber gehen, wie wir dieses Konzept von Test-Driven Development in der Containerwelt benutzen können. Dazu habe ich ein Beispiel mitgebracht, wie so ein Dockerfile aussehen kann. Also, dass wir benutzen irgendwie ein Image, Debian Stable, installieren dann unsere Software und bauen dann ein kleines Skript, das uns den Container startet. Das ist ein kleines Beispiel. Die Sachen auf dem Projekt, wo diese Idee entstanden ist, sind deutlich komplizierter und deutlich länger. Deswegen auch die Idee, das da zu implementieren. Ja, Stefan lacht, der weiß, wovon ich spreche. Ne? Weil der Workflow war immer so, ja, ich baue jetzt hier mein Dockerfile und dann war immer die Frage, kann ich es bauen? Ja, es schaut gut aus. Und vielleicht, wenn ich lustig bin, noch 2, 3 Smoke-Tests und dann, ja, raus damit. Wir haben das dann deployed und da war eine Logik dahinter, die dann dieses Container-Image dann auch direkt an Staging und später dann in Production deployed hat und entsprechend da die Services hochgefahren hat. Das hat funktioniert, aber es ist auch ganz oft einfach richtig schön schiefgegangen. Genau, das raus damit und gut ist oder eben auch nicht. Da war natürlich dann die Frage, wie können wir das besser machen? Also was können wir tun, um genau diese Sachen zu vermeiden und nicht jedes Mal irgendwie unsere Tests manuell durchzuführen mit, ich weiß nicht, eine Liste mit 10 Tests, die wir da jedes Mal durchführen, wenn wir so ein Image bauen und uns nicht nur darauf verlassen, dass der Bild von dem Docker-Image passiert und funktioniert, sondern auch formalisierte Tests in einer Pipeline funktionieren können. Und dazu gibt's ein Add-on zu RSpec, kennen die meisten von euch, da gibt's Server-Spec und das ist genau dieser Ansatz, irgendwie Specs zu schreiben und dieses Server-Spec-Gem stellt Dinge zur Verfügung, um Infrastruktur zu testen. Also habe ich eine Datei, habe ich einen Ordner in meinem Zielsystem, habe ich ein Paket installiert, habe ich ein Gem in Version XY installiert. Das sind Dinge, die ich mit diesem Server-Spec tun kann. Jetzt ist natürlich die Sache, jetzt bauen wir Container-Images, das heißt, wir müssen die Tests ja irgendwie gegen unser Image laufen lassen, oder beziehungsweise das Image mit dem Image einen Container starten und in diesem gestarteten Docker-Image oder in dem Docker-Container dann die Tests auszuführen. Und da gibt's eben eine tolle Sache, die Server-Spec mitbringt. Ich würde jetzt mal Schritt für Schritt durchgehen. Also zum einen müssen wir natürlich erstmal das Image bauen. Dazu gibt's das Gem Docker API. Wir requiren aber nur Docker, das muss man auch wissen. Und das stellt uns Docker Image zur Verfügung mit der Funktion Build from Directory. Da sage ich einfach, hier liegt der Kontext für das Container Image. Und im Hintergrund passiert dann API-Call gegen einen Docker-Server, der mir dann dieses Image baut. Und mit diesem Image-Objekt kann ich dann weitermachen und das für Server-Spec konfigurieren. Für Server-Spec, da gibt's convenient-weise einfach nur die Set-Funktion. Ich kann hier machen Set Backend Docker. Damit sage ich dem Server-Spec, führe die Tests gegen einen Docker-Daemon aus. Und mit dem Docker-Image sage ich, führe die Tests gegen das Image mit der ID hier aus. Was Server-Spec dann macht, das, bevor die Tests laufen, startet Server-Spec diesen Container von diesem Image, das ich ihm hier mitgegeben habe, und dann laufen die eigentlichen Tests in diesem Container. Und danach wird es wieder abgerissen. Wie sehen mögliche Tests aus? Also bekanntes File ist immer die Entry Point, das H, wird gern verwendet eben einfach als Runtime-Skript, wenn der Container gestartet wird. Und was ich hier prüfe ist, kann oder hat diese Datei, enthält der Content der Datei das Wort Server-Spec oder den String Server-Spec. Und wie es natürlich hier mit im Workflow für Test-Driven Development aussieht, will ich natürlich erstmal gucken, ob der Test auch fehlschlägt.
Und das Schöne ist jetzt, ich kann einfach hier mit RSpec, Bundle Exec RSpec, den Container-Bildprozess ausführen, den Image-Bildprozess ausführen und dann darauf die Tests, die ich geschrieben habe. Und natürlich, weil diese Datei nicht da ist, beziehungsweise in dem Fall jetzt eben noch nicht das Wort Server-Spec enthält, schlägt der Test fehl. Weil wir ja unseren Docker-Daemon mit Causae bauen wollen, machen wir jetzt hier als nächstes in der Entry Point des H tragen wir eben die Zeile ein, die wir haben wollen, Causae Server-Spec all the containers, und lassen dann darauf wieder unseren Test laufen. Und weil jetzt der String Server-Spec in der Entry Point des H vorkommt, sind die Tests oder der eine Test erfolgreich. Neben der Testressource kann Server-Spec einige andere Dinge, wie zum Beispiel ein Command. Also es führt dann tatsächlich ein Command in dem Container aus. Kann ich verschiedene Dinge machen, zum Beispiel mit Apache Config-Test den Apache-Prozess starten und den seine Konfiguration prüfen lassen. Oder ich kann gucken, ob ein Port offen ist, also TCP oder UDP-Port. Ich kann gucken, ob ich Cronjobs habe, ob gewisse Prozesse in dem Container laufen, den ich gestartet habe. Den File, den wir schon hatten, der kann auch Directory, das muss man auch wissen. Dann System, Benutzer und Gruppen kann ich prüfen. Ich kann gucken, ob Pakete installiert sind. Hier gibt es Support für apt, für Debian, für Yum, für Red Hat, aber auch für Gems. Also ich kann ja mit dem Package, mit der Package-Ressource ja prüfen, ob gewisse Gems installiert sind. Ich kann gucken, ob ein Zertifikat da ist, ob das okay ist. Mail-Alias und ZFS-Gruppen. Das ist jetzt nur eine Auswahl. Eine vollständige Liste gibt es auf serverspec.org, was ich alles testen kann mit diesem Framework. Und dann jetzt natürlich noch alle, die sich bisher gefragt haben, was Causae eigentlich macht. Genau, also wenn ich das starte, dann sagt die Kuh genau das, was ich ihr in den Mund lege. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, warum überhaupt sich um Tests kümmern. Chuck Norris Test Cases cover your code too. Ja, genau, also wer irgendwie eine API zum Testen braucht, chucknorris.io. Dann würde ich den zumachen jetzt.